ich mal verliebt wär, dürft das niemand wissen. Wird wer was erfahren, könnte ich mich blamieren. Keiner soll mich fragen, ich will's niemand sagen. Keiner darf mich küssen, ich muss allein erfrieren. Falls ich jemand toll fänd, würd ich ihn beschimpfen. Drückt ich ihn zu Boden und zög mich daran rauf. Alles bleibt beim Alten, keine Hand zum Halten. Ich schau in die Röhre und back mir was auf. Ich back mir was auf, back was auf, back was auf. Dreh den Ofen auf, back was auf, back was auf. Auf Backlauch, auf Lauf, back's auf, back was auf. Käse obendrauf, back was auf, back was auf. Wenn mich jemand mochte, blieb mein Herz verschlossen. Wollt mich jemand mögen, war ich nicht bereit. Lasst die Menschen munkeln, fickt euch selbst im Dunkeln. Diese scheiß Gesellschaft ist noch nicht so weit. Wollt mich jemand lieben, müssten wir's verschieben. So steht's wohl geschrieben in meinem Lebenslauf. Sollte mich wer finden, könnte ich mich nicht binden. Drum sitze ich vor der Röhre und back mir was auf. Ich back mir was auf, back was auf, back was auf. Alles was ich kauf, back was auf, back was auf. Dreh den Ofen auf, back was auf, back was auf. In den Bratenschlauch, back's auf, back was auf. Alles lasch und nix mehr lustig, back's dir auf, schon ist es knusprig. Um die Trauer zu entschärfen, soll der Cheddar Blasen werfen. Bist du traurig, lass dir raten, etwas Röscher rauszubraten. Mir hilft gegen Depression nur noch meine Grillfunktion. Ich back mir was auf, back was auf, back was auf. Laufmaster mal auf, back was auf, back was auf. In den Bratenschlauch, back was auf, back was auf. Taus vorher nicht auf, back's gleich auf, back's gleich auf. Ja, vielen Dank, Gimmick, mehrfach ausgezeichneter Liedermacher, Cartoonist, Schauspieler, Moderator und Mensch. Herzlich willkommen bei DLDA. Hallo Internet! Hallo Michel! Ja, was ist eine Lesebühne? Wir haben uns überlegt, das erklären wir euch hier gleich mal zu Beginn. Und zwar Wort für Wort, also wirklich Wort für Wort. Wir improvisieren und versuchen hier jeweils ein Wort beizusteuern. Der Mensch da hinten, der aussieht wie zwei Menschen, ist Thomas Schmidt, fränkischer Poetry Slam Meister aus Schwabach. Ich bin der Michel und was eine Lesebühne ist, kommt jetzt Wort für Wort. Eine Lesebühne ist etwas Schönes und Besonderes, denn sie besteht aus uns dreien deshalb wollen wir, waren zwei Wörter, ich weiß, okay, wollen wir gemeinsam heute Texte vortragen, um euch zu erfreuen und gemeinsam mit euch einen schönen Abend zu verbringen. Neben unseren Talenten haben wir auch Musik mitgebracht. in unseren
Texten berichten wir über Alltägliches, oder nicht, Alltägliches. wenn, hast du denn gesagt? wenn ihr Freundlich, zu hört, dann könnt ihr manchmal auch über uns weinen. oder lachen. Denn aus Diesen Texten ist eine freundliche Grundstimmung. bereitgestellt. Oh, komischer Satz. Ne? Ja, aber ich glaube, damit lassen wir es auch. Was jetzt hier noch fehlt an Erklärungen, steht auf Wikipedia. Ja, Text und Musik, wir haben es grob erklärt. Wir sind normalerweise zu viert. Wir grüßen ganz lieb den Peter zu Hause in Ingolstadt, der aus diversen Gründen, die wir nicht näher breit treten möchten, heute nicht anwesend sein kann. Und wir starten, also wir haben ja schon gestartet mit einem wundervollen Lied von Gimmick. Wir machen weiter mit einem Text von Thomas Schmidt. Viel Spaß. Ja, dieser Text, ich versuche den mal auswendig. Speaker habe ich schon bereitgelegt. Dieser Text passt unheimlich gut hierher. Ist gleichzeitig verbunden mit einer kleinen Kaufempfehlung. Manchmal geht es dir schlecht. Manchmal bist du deprimiert. Manchmal hast du keinen Plan, wie das Leben funktioniert. Fühlst dich vom Dasein und vom Schicksal permanent gedisst und denkst, dass der Soundtrack deines Lebens ein Song von Gimmick ist. Das wäre scheiße. Was auch scheiße ist, wenn du 3 Wochen Urlaub machst und kein Schwein hat dich vermisst, wenn deine Freundin deinen Vornamen in schöner Regelmäßigkeit vergisst, wenn deine Witze schlechter sind als die von Mario Barth und deine Wohnung kleiner als der Kofferraum vom Smart, wenn dein Liebesleben so ist wie ein Radler ohne Beine, es kommt nur schwer in Tritt, denn mit dir ausgehen, das will keine, wenn deine Freunde sagen, Alter, geh heute doch mal aus und eine geile Party feiern, und zwar in deinem Haus. Wenn du von schönem Fußball träumst und dabei vergisst, dass der Club deines Herzens der Club aus Nürnberg ist, und wenn selbst das Entenfüttern sonntags ein Anlass ist zum Grämen, weil sich die Tiere weigern, von dir Brot zu nehmen. Wenn du nicht aufhörst, deine Mutter nach deinem Erzeuger auszufragen, bis dein Onkel freundlich sagt, ey, kannst doch Papa zu mir sagen. Wenn dein Hund der auch mit 12 noch täglich auf das Laken scheißt, oder dein Vater, und das wäre wirklich krass, Alexander Gauland heißt, ja dann, mein Freund, dann hast du echt die Arschkarte gezogen, da kann dir nichts mehr helfen, außer vielleicht Drogen. Denn ja, mir ging es früher ganz genauso, doch das ist jetzt vorbei. Seitdem ich Hardcore-Drogen nehme, bin ich ständig high, und ich kann sagen, dass sich mein Leben nun endlich wieder lohnt. Also soweit ich das halt mitkriege, ich bin ja ständig stoned. Neulich zum Beispiel. Ich war so guten Stoff echt nicht mehr gewöhnt. Ich hatte mich mit guten Drogen von meinem Dealer zugedröhnt. Eine Welt aus 1000 Farben. Die Luft, sie oszillierte, und ich merkte, wie ich abhob und voll krass halluzinierte. Ich war so glücklich, und die Welt, sie wurde immer bunter. Der Trip, er war so gut, ich wollte nie mehr runter. Doch plötzlich ließ die Wirkung nach und ich war auf Entzug. Scheiße, denn ich krieg von guten Drogen wirklich nie genug. Wenn ich früher so auf Turkey war, da war ich wirklich übel drauf. Doch auch das ist heute anders, denn wenn ich heute Drogen kaufe, dann nehme ich jede Menge Vorrat mit, den ich dann verstecke. Und zwar in meinem Bücherschrank in einer dunklen Ecke, denn meine Drogen sind Gedichte. Geile Lyrik, Poesie, eingelungener Reim ist für mich wie pures Ecstasy. Sonette, Haikus, Elfchen, es ist völlig einerlei. 2, 3 gute Zeilen und schon bin ich high. Gedichte. Das ist der Weg, aus der Realität zu fliehen. Ich stehe auf Poesie, ich werde nie wieder clean. Ich lese sie leise oder laut, um ihrem Klang zu lauschen. Könnt mich an Dactylus und Jambus jeden Tag berauschen. Kleiner Tipp. Als Einstiegsdroge, das Shakespeare mehr als nur berüchtigt, ein Shall I compare thee to a summer's day, und schon bist du süchtig. Doch auch Trakel, Rilke, Ben, Else, Lasker, Schüler, da gibt's echt guten Stoff, das sind meine Dealer. Und wenn Goethe sagt, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, da bin ich voll auf Speed, das ist meine Kunst. Und auch Franzosen, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, ich kann aus Erfahrung sagen, die kicken wirklich sehr. Du siehst, es gibt an guten Stoff jede Menge Auswahl.
Na, kann ich dich überzeugen? Wie wär's? Versuch's doch auch mal. Na komm, stell dich nicht so an, komm her und nimm das Buch und du wirst sehen, schon bald kriegst du davon niemals mehr genug. Ja, natürlich gibt's auch andere Substanzen, mit denen kannst du dich benebeln, doch die schaffen es letztlich nur, dir das Hirn zu fesseln und zu knebeln. Und klar, du kannst auch kiffen oder lass mit Alkohol die Sau raus. Doch im Gegensatz zu Lyrik siehst du dabei selten wirklich schlau aus. Drum, wenn du down bist und du denkst, das Glück hat dich betrogen, ey, dann komm in eine Bücherei und dann hol dir einfach Drogen. Oder vielleicht hast du auch Sorgen. Oder einfach nur Angst vor dem Alleinsein. Alter, dann hol dir doch ein Buch und zieh dir mal eine Line rein. Das war mein Text. So, an der Stelle normalerweise, wenn wir jetzt auf einer Bühne in einer Kleinkunstarena Ich muss ja auch sagen, die Reaktion vom Publikum nach deinen Texten ist heute wie immer. Fast wie immer. Ansonsten, manchmal werfen sie auch Unterwäsche. Getragene von ihren Omas. Ja, das ist mein Publikum, ja. An der Stelle hätte ich jetzt freundlich übergeleitet zu dem Mann in Bunt. Das ist Michael Jakob. Wer ihn kennt, kennt ihn. Und wer ihn nicht kennt, wird ihn jetzt kennenlernen. Michel, ein Text für die Allgemeinheit, fürs Internet? Ein Text für die Allgemeinheit. Ja, also erstmal hier großen Streber, ja, also auswendig. Du setzt jetzt alle anderen unter Druck hier. Ja, mal einmal im Leben. Einmal, ja. Aber man muss dazu sagen, er ist Deutschlehrer. Machst du das vor deinen Schülern auch immer, wenn du eine Deutschklasse hast? Einfach mal vorneweg diesen Text? Ganz sicher nicht. Nee. Vielleicht würdest du damit so ein bisschen Respekt bekommen. Nee. Also damit habe ich auch abgeschlossen, ehrlich gesagt. Also Respekt zu bekommen. Ja, genau. Ich wünsche mir jedes Jahr eine 5. Klasse. Am Anfang des Schuljahres läuft es noch. Ungefähr bis zu den Herbstferien und dann geht's wie immer. Ja. Aber so ist es. Grüße an meine Schüler. Ja, ich habe gerade beim Herfahren an der U-Bahn-Station Maxfeld, das sind diese ganzen Goethe-Zitate, ein Goethe-Zitat, also ein halbes Goethe-Zitat, nur so total aus dem Zusammenhang. Aber das passt für mich so ein bisschen jetzt zu 2020. Die Kunst ist es, zu ertragen. Ja, das ist mir so ins Auge aufgeploppt von diesen tausenden Zitaten, die da hängen. Und dann dachte ich mir... Trifft das auch auf dein Jackett zu? Ja, ich wähle meine Jacketts immer meiner Stimmung entsprechend aus. Spider-Man heute? Das ist Spider-Man, ja. Also am besten irgendwo sich ins Netz fallen lassen, abseilen, fertig. Egal, wir wollten Texte lesen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe heute 2 Texte mitgebracht aus einem Roman, den ich versuche seit Jahren zu schreiben. Man kommt ja zu nichts, ne? Entweder man hat tausende Auftritte oder man muss tausende Auftritte absagen. Auf jeden Fall sind schon viele Kapitel fertig und 2 Kapitel habe ich heute mal mitgebracht. Das ist ein Kapitel jetzt, das wird so in fast allen Beziehungen mal kurz aufgeschlagen. Manchmal ganz schnell wieder zu, manchmal hat es noch viele Folgekapitel nach sich. Aus dem Roman Schatz und ich allein schlafen ist noch doofer. Das Kapitel Die K-Frage. Was hältst du von Kindern? Fragt Schatz. Und mein Selbsterhaltungstrieb schafft es erfolgreich, den Hintergedanken dieser Frage zu verdrängen. Wenn ich ein Luftgewehr hätte, würde ich den besonders laut spielenden Kindern gerne mal ein paar schöne Grüße vom Fenster in den Hof schicken. Antworte ich. Ich meine doch eigene, sagt Schatz. Naja, die würde ich nicht abschießen. Oder zumindest nicht ins Gesicht. Gibt ja auch nur wieder Geschrei. Aber zum Glück haben wir das Problem nicht. Gebe ich nach kurzer Überlegung von mir. Aber willst du denn nicht mal eigene Kinder haben? Konkretisiert Schatz ihre Frage, um zu verdeutlichen, worauf sie hinaus will. Ich gehe kurz in mich, komme zu einem eindeutigen Ergebnis und kontere mit einer rhetorischen Gegenfrage. Willst du dir nicht mal einen rostigen Nagel in die Kniescheibe hämmern, dessen Entfernung 18 Jahre dauert und die Kosten für die OP geschätzte 126.000 Euro betragen? Schatz erwidert, das nicht, aber ich hätte gerne Kinder. Ich habe sogar schon aufgehört, die Pille zu nehmen. Ich spüre das Brechwasser in meinem Mund zusammenlaufen. Meine Hoden ziehen sich aufgrund des Kremasterreflexes in das Körperinnere zurück und mir wird schwarz vor Augen. Als ich nach 2 Stunden Ohnmacht erwache, sagt Schatz, entspann dich, ich habe erst gestern damit aufgehört. Ich kann sofort wieder anfangen, wenn du keine Kinder willst. Dann nimm zur Sicherheit heute 2 Pillen. Will ich sagen, doch bevor ich diese Worte aussprechen kann, sehe ich Tränen in ihren Augenwinkeln zusammenlaufen und in ihrer Pupille läuft ein Film ab, dessen einziger Zuschauer in diesem Moment ich bin.
Sehr viel leidenschaftlicher Sex. Ein dicker werdender Bauch, die Geburt des Kindes, das Durchtrennen der Nabelschnur und gleichzeitige Ohnmacht meinerseits. Heranwachsen, schreien, zappern, Windeln wechseln, erste Zähne, erste Schritte, erste Worte, erste Schürfwunden, Einschulung, erste Zahnverluste aufgrund von Raufereien und auf die Fresse fliegen, noch mehr Zahnverluste, weil sie jetzt alle ausfallen, erste Noten, erste schlechte Noten, Pubertät, noch schlechtere Noten, erster Liebeskummer, Aufklärungsversuche und gleichzeitige Ohnmacht meinerseits, erste Besäufnisse, erstes Kotzen auf der Rückbank nach wilder Party, erstes Kotzen in der Duschwanne, erstes Kotzen im eigenen Bett, mehrere Wochen kotzen, bis die eigene Alkoholverträglichkeit richtig eingestellt ist. Rebellenphase mit Piercings, Tattoos, bunten Haaren, versautes Abitur, Pädagogikstudium, finanzielle Unterstützung für 14 Semestern, nach dem Master dann endlich der Auszug von zu Hause. Nach 25 Jahren haben Schatz und ich das erste Mal wieder sturmfrei. Leidenschaftlicher Sex. The End. Aufgrund des psychologischen Primacy Recency Effektes merkt sich mein Gehirn nur den Anfang und den Schluss des eben abgelaufenen Films. Wie leidenschaftlicher Sex und leidenschaftlicher Sex, weswegen ich dann doch mit ja klar, Kinder, warum nicht, ne? antworte. Schatz ist überglücklich und beginnt zu heulen. Das ist zwar nichts Neues für mich, macht sie ja jeden Tag, aber dies ist das erste Mal, seit wir zusammen sind, dass sie vor Freude weint. Wenn Publikum anwesend ist, merke ich an dieser Stelle immer, dass ich so ein bisschen Sympathie verliere. Ich weiß nicht, ob das auch im Internet jetzt so ist. Ich möchte trotzdem kurz das Konzept des lyrischen Ichs erläutern. Also es geht davon aus, dass man immer den Menschen, der das vorträgt oder schreibt, von dem Protagonisten, also von dem Menschen, der in dieser Geschichte spielt, trennt. Ja? Also ich selbst bin ich selbst bin aus Versehen zweimal Vater geworden und ja, was wir machen für die Babyklappe, sind sie zu groß mittlerweile. Ja, ich mache im Text weiter Literarisches. Ganz wichtig, bitte merken. Dass sie vor Freude weint. Es folgen die 4 glücklichsten Wochen meines Lebens, als plötzlich ein Freudenschrei das Haus erzittern lässt. Schatz kommt mit heruntergelassener Hose, noch ein bisschen Nachtropfen von der Toilette zurück und fummelt mit einem Stück Papierstreifen vor meiner Nase herum. Wir sind schwanger, wir sind schwanger, wir sind schwanger, ruft Schatz und ich antworte, dass ich den Test ja noch gar nicht gemacht hätte und man von daher nur sagen könne, dass sie schwanger sei. Schatz sagt, du Blödmann, küsst mich auf den Mund und verschwindet wieder im Bad. In diesem Moment fällt mir der mittlere Teil des Films wieder ein. Während mir das Brechwasser im Mund zusammenläuft, sich meine Hoden in das Körperinnere zurückziehen und mir schwarz vor Augen wird, denke ich noch, die Natur ist echt ein Arschloch. Zigtausende Jahre Evolution. Und es gibt immer noch keine Lösung für dieses Fortpflanzungsdilemma, diesen genetischen Supergau, dieser Geschlechtskrankheit namens Nachwuchs. Und ich ahne, dass sich von nun an einiges ändern wird in unserem Leben. Das war das Kapitel Die K-Frage. Du hast das Kapitel auch schon hinter dir, ne, ja, Thomas? Mehrmals. Was mir gut gefallen hat an dem Text, könnte ich nochmal den Laut hören, wenn sich die Hoden zurückziehen? Das war ein sehr schönes Geräusch. Ja, soll ich nochmal machen? Ja. Ja, sehr schön. Das ist wirklich, also das gibt's, ne? Das ist ein Reflex, der quasi bei Gefahr versucht, also das ist bei den meisten, also die meisten Männer können das nicht mehr real, aber das war so ein Urreflex, wo wirklich bei Gefahr sich die Hoden ins Innere ziehen. Und manchmal spürt man den Schmerz noch. Also ich hatte den einmal tatsächlich ganz, ganz hart gespürt, und zwar war ich in einem Copyshop, wo ich eine 2000er Copykarte hatte und die war noch fast voll, ja, und dann hat der Laden aber Konkurs angemeldet und unter neuen Namen mit den gleichen Chefs wieder aufgemacht, und dann wollten die mir weismachen, ja, die Karte gilt nicht mehr. Und ich war Student, ich hatte 65 € Guthaben auf dieser Karte, und dann bin ich da tatsächlich mit den Kopien raus und habe die nicht nochmal gezahlt. Und die Hoden, nein, die waren schon noch, die sind da, aber ich hab's gespürt. Ich habe genau diese Muskeln, die nicht mehr da waren, also Phantomschmerz quasi. Also, das war jetzt eine richtig interessante Geschichte auch. Ja. Und sie ist wahr. Also, du hast nachgefragt. Soll ich das Geräusch schon mal machen und dann machen wir weiter? Ja, bitte einmal noch. Ja, einmal. Ganz toll. Gut. Dann ein Lied rausmachen. Ja, genau. Wir machen das jetzt als Hintergrundbeat für deine Lieder. Jetzt kommt ein Lied, das ist eine perfekte Überleitung. Jetzt kommt für sie Gimmick. Ja, ich habe mir die Mühe gemacht, Last Christmas von Wham original ins Deutsche zu übersetzen. Ich mache nur den ersten Vers, weil es ist so blöd. Letzte Weihnacht gabst du mir dein Herz, doch am sehr nächsten Tag. Nee, andersrum. Ich gab ja das Herz nochmal. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, doch am sehr nächsten Tag, also very next day ist er, doch am sehr nächsten Tag
gabst du es weg. Dieses Jahr, um mir Tränen zu sparen, schenk ich es wem Speziellem. Einmal gebissen, zweimal scheu. Ich halte Abstand, aber du bleibst mein Augenfang. Sag mir Kleinkind, tell me baby. Sag mir Kleinkind, erkennst du mich jetzt? Nun, es ist ein Jahr schon her, es überrascht mich überhaupt nicht. Frohe Weihnacht, ich hab es eingepackt und verschickt. Mit der Notiz, ich liebe dich, ich meinte es so. Jetzt weiß ich, welch ein Narr ich war. Doch küsstest du mich, jetzt wüsst ich, du verarscht mich schon wieder. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz, doch am sehr nächsten Tag gabst du es weg dieses Jahr. Um Tränen zu sparen, schenk ich es wem Speziellem. Das war original übersetzt. Ja, auch ganz schön, ganz schön. Also ich musste mich jetzt echt zurückhalten die ganze Zeit, also im Takt. Also ich habe es die ganze Zeit im Kopf mitgemacht. Du auch, oder? Ja, und ich fand auch tatsächlich das Lied in der deutschen Version ja total Corona-tauglich. Mit dem Abstand halten und so ist ja auch aufgefallen, ne? Super. Ja, das war damals schon Thema. Sehr, sehr prophetisches Lied. Ja, ich meine, Gimmick singt es jedes Jahr um diese Zeit bei uns bei DLDA. Also wer es nochmal hören möchte, nächstes Jahr, 2021, kommt zu DLDA. Wenn man auftreten darf dann bis dahin. Ich bin optimistisch. Ja, zur Not wiederholen wir einfach die Sendung einmal im Jahr. Ja, genau. Mit dem Geräusch. Bis Corona vorbei ist, also bis 2032. Optimistisch. Ja, geht schneller, es geht schneller. Ja. So, wir wollten dann nochmal improvisieren, ne? Ja, unbedingt. Nachdem es ja vorhin so gut geklappt hat. Bin ich im Bild? Ja, gut. Und zwar wollen wir eine kleine Impro-Nummer machen. Nein, das ist die Kamera, wo ich reinsprechen muss. Ah, hallo! Wir machen eine Improvisationsnummer jetzt quasi. Wir improvisieren eine Geschichte. Normalerweise lassen wir uns Vorgaben vom Publikum geben. Das Publikum ist heute nicht so zahlreich erschienen. Wir haben im Prinzip einen Kameramann. Hallo Fabian und eine Kamerafrau. Hallo Daniela. Das heißt, die dürfen jetzt die Vorgaben reinrufen. Es ist nicht abgesprochen. Ja, die gucken auch schon ganz panisch jetzt hinter den Kameras. Oh, wir brauchen so eine Publikumskamera. Also, ne, damit man auch sieht, was die jetzt hier für den Schock gerade kriegen. Oh Gott, ich muss was machen. Im Prinzip brauchen wir 3 Worte, haben wir gesagt. 3 Worte, die wir in den Text einbauen müssen. Also einfach mal irgendwelche, machen wir. Gut, ich sehe ja ganz viele Wörter. Ja, gerne. Das ist. Er ist Deutschlehrer, ich weiß nicht, ob er irgendwas anders kann. Ja, und an Gimmicks Lied haben wir ja gemerkt, wie gut seine Englischkenntnisse sind. Mach mal lieber Deutsch. Ja, ja sofort. Okay. Hauen? Okay, hauen? Ja. Gut. Mountainbike, Deutsch. Sehr Ja, schön. passt. Okay. Das steht im Duden. Mountainbike, Mord, Hauen. Wir wiederholen es nochmal, damit das auch über die Mikrofone rausgeht. Und was wir jetzt noch brauchen, und dann sind wir auch schon fertig, wir erzählen jetzt quasi eine Geschichte, in der diese 3 Worte vorkommen müssen. Und wir erzählen die Geschichte in einem Filmgenre eurer Wahl. Ihr dürft euch gerne absprechen, ihr dürft euch ein Genre noch aussuchen und wir versuchen dann in diesem Genre diese Geschichte zu erzählen. Dramatisches Fantasy? Dramatisches Fantasy. Hui, das klingt nach einer Herausforderung. Und jetzt noch zum Ablauf. Wir erzählen die so, dass quasi eine Person beginnt. Und die anderen beiden sind dann gefragt, also ihr seid jetzt raus, ihr könnt den panischen Blick in eurem Augen entfernen. Und also eine Person fängt an zu erzählen und dann, wenn irgendeine von den anderen beiden Personen klatscht, muss die Person, die nicht geklatscht hat, übernehmen an dieser Stelle. Das ist so das Ziel. Also Beispiel, ich würde anfangen, Thomas klatscht, das heißt, es müsste Gimmick weitererzählen. Und dann versuchen wir zu einem Ende zu kommen. Dramatisches Fantasy, Hauen, Mord, Mountainbike. Wer mag anfangen? Tobias? Gimmick? Es war ein wunderschöner Morgen. Sibylle wachte auf in Narnia, dem Land, in dem sie schon jetzt seit 5 Jahren lebte.
damals, als sie durch die Aufzugtür in dieses Land geraten war. Silvia war jetzt 15. Sie hatte ihre Eltern seit 7 Jahren nicht gesehen. Dafür hatte sie hier viele neue Freundinnen und Freunde gefunden. Zum Beispiel Knubbel, der kleine freundliche Elf, mit dem sie eine ganz besondere Sportart, die in Narnia Nationalsportart war. Diese Sportart, die liebte sie. Sie hatte sie praktisch schon fast bis zur Perfektion betrieben. Sie war fast schon die Meisterin dieses Landes. Diese Sportart war das möglichst schnelle Stapeln von Plastikbechern. Diese Plastikbecher waren in der realen Welt schon längst verpönt und aussortiert worden, aber in Narnia waren sie praktisch noch als überlebende Sportart vorhanden. Dieser Sportplatz, wo man diese Becher stapelte, war aber tief im Wald und man gelangte nur über eine sehr hügelige und wurzelreiche Strecke dahin, weswegen man, um diese Sportart auszuüben, tatsächlich noch ein Mountainbike brauchte. Genauer gesagt 2 Mountainbikes. Ein großes für Silvia und ein kleines für Knubbel. Knubbel, Knubbel. Ja, Knubbel. Knubbel war ein pfiffiger Zeitgenosse, der Silvia immer mit einem frechen Spruch begleitete. Aber Knubbel, wenn er auf sein Fahrrad stieg, auf sein Mountainbike stieg, dann hatte er immer große Angst und es kamen komische Geräusche von ihm. Machte es jedes Mal, wenn er auf dieses Rad stieg. Und Silvia, Sibylle, wie immer diese Frau heißt, sie machte sich große Sorgen, denn sie wusste nicht, wo dieses Geräusch auf einmal immer herkam. Eines Tages jedenfalls. Sie waren gerade wieder mit ihren Mountainbikes auf dem Weg zum Stapelplatz. Lauerte im Gebüsch noch etwas anderes. Denn es war nicht alles eitel Sonnenschein in Narnia, wie immer dieses Land hieß, in dem Sibylle und Knubbel wohnten. Narnia. Narnia. So ein Scheißname. Auf jeden Fall waren sie auf dem Weg dorthin, als plötzlich sich aus dem Gebüsch etwas auf sie zubewegte. Es war... Halt! Stehen geblieben! Wer ist da? Willst du uns hauen? Fragte Silvia. Und Knubbel hatte sich schon unter einem Baumstumpf oder hinter einem Baumstumpf versteckt. Und wer kam aus dem Gebüsch heraus? Es war ein Wolfstiger. Eine Mischung aus Gazelle und Schnecke. Grauenvoll. Wer jetzt noch zuhört, ist hart im Nehmen. Ja, was fehlt uns? Dieser Wolfstiger stellte eine Frage. Welches Wort müssen wir noch unterbringen? Fragte er und alle fragten sich, was er mit dieser Frage bezweckte. Und er sagte, ich habe einen Mordshunger. Habt ihr etwas zu essen dabei? Daraufhin sahen sich die beiden an, Knubbel und Sibylle. Und natürlich hatten sie etwas dabei, denn an jedem vernünftigen Mountainbike ist ein Getränkehalter und in diesem Getränkehalter ist immer eine Lunchbox, weil der Weg ja sehr weit ist und Becherstapeln hungrig macht. Und natürlich, weil Sibylle und Knubbel freundlich waren, teilten sie mit der Schneckengazelle, dem sogenannten Wolfstiger, ihr Lunchpaket und so saßen sie nun in dieser Waldeslichtung in dem einen Land, in dem unser Narnia, wie oft noch? Narnia. Dafür kann ich mir Sibylle merken. Du hast es selbst vorgeschlagen und Das ich vergesse. Ja, egal. Und so saßen sie dann quasi gemeinsam und zufällig hatte... Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie halt später. Aber vorher aßen sie noch die Lunchbox auf. Wunderschön, wunderschön. Also, aber an den Namen müssen wir schon noch arbeiten. Das ist völlig albern. Narnia. Ja, nach Narnia. Egal. Ja, du hast was Einfaches machen können, sowas wie Auenland oder so.
Genau, aber das ist ja halt auch schon besetzt. Ne? Es ist auch rechtlich geschützt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich wenn müssen wir ich jetzt- dann zahlen. Ja, oder? wenn wir jetzt das Wort Auenland sagen oder Hobbit, dann, wenn da jedes Mal Tantiemen und der Veranstalter, der ja eh schon die horrenden Gagen für uns zahlt, müsste dann für jedes Mal, also wenn ich jetzt Hobbit sagen würde, aber ich sage Hobbit natürlich nicht, ne, weil das Hobbit ist ja sagt man geschützt. nicht. Nee, Hobbit sagt man nicht. So, ja, das war quasi eine Improvisationstheaternummer und wir kommen jetzt zur zweiten Textrunde, wenn ich das so richtig... glaub schon, ja, genau. Dann das heißt, Thomas Schmidt darf wieder. Ja, ich habe einen Text geschrieben, tatsächlich, den ich auch nicht mehr so lang machen kann. Es ist ein Rückblick auf dieses Jahr. Ich denke, einer muss es mal übernehmen. Wir müssen mal drüber reden. Wir können auch nicht so tun, als wäre dieses Jahr nichts passiert. Deswegen ein kleiner Text. Er heißt, Achtung, 2020. Was für ein Jahr. Im 14. Jahrhundert versuchten sich die Venezianer vor der Pest dadurch zu schützen, dass sie Schiffe 40 Tage lang im Hafen liegen ließen, bevor der Besatzung erlaubt wurde, an Land zu gehen. Nach dem Motto, wer dann noch lebt, der ist gesund. Wir bei DLDA nehmen noch seit nunmehr 7 Jahren den unseren Bildungsauftrag äußerst ernst und deswegen weiß unser Publikum natürlich auch, dass sich der Begriff Quarantäne vom italienischen Wort für 40 ableitet, Quaranta. Entschuldigung, Quaranta. Wenn man das weiß, ist es auch keine Überraschung, dass wir im Jahr 2020 zwei Zahlen, die zusammengenommen 40 ergeben, Kalkulation plus Nebenrechnung verschicke ich auf Wunsch gern als PDF, dass wir uns in so einem Jahr mit Quarantänen und so weiter rumschlagen müssen. Wenn es denn tatsächlich einen Weltenlenker gibt, einen Schöpfer oder was auch immer, dann hat er ein verdammt gutes Gespür für Timing. Also er oder sie. Und einen sehr perversen Sinn für Humor. Also ein Typ, der am Kindergeburtstag Crystal Meth verteilt. Der Rollatorfahrerin in den Abhang runterschubst und ihn hinterher ruft, läuft bei dir. Scheiße ist sowas. So wie das ganze Jahr eigentlich schon scheiße war. Wobei, das kann man so gar nicht sagen. Um dieses Jahr zu beschreiben, muss man weiter ausholen. Wenn 2020 ein Bier wäre, dann sicherlich eins aus dem Kasten, der schon seit 3 Jahren beim Getränkemarkt im Schaufenster steht und bei dem die Schaumkrone durch Pilzbewuchs ersetzt wird. Bei dem der Lippenherpes schon beginnt, wenn du das Etikett studierst, das dir in einem angestoßenen Glas serviert wird von einer buckligen, zahnlosen Bedienung, die sich als Zwillingsschwester von Gimmick herausstellt. Wäre 2020 ein Lied, dann mit Sicherheit ein Duett von Xavier Naidoo mit dem Wendler. Mit einem Kochtopf-Schlagzeug-Solo von Attila. Eine Mischung aus Metal, Reggae und albanischer Folklore in der Extended Version. 17 Minuten 10, abgespielt auf einem Autoradio mit den Fahrgeräuschen eines alten Opel Kadett bei 140 auf der Autobahn. Mit einem Rap-Teil von Till Schweiger und der Rhythmusgruppe von Rolf Zukowski. Wäre 2020 eine Kandidatin bei Germany's Next Topmodel, dann sehe sie so aus wie ich. Würde man das Jahr 2020 ins neue Museum in Nürnberg hängen, dann wäre das wahrscheinlich ein angeschimmeltes Stück Pappkarton, auf dem Farbenblinde im Drogenrausch Ochsenblut, Schlachtereiabfälle und Exkremente verschmiert haben. Farbenblinde, denen man beim Schöpfungsakt einen Motorradhelm aufgesetzt hat, mit dem Visier nach hinten. Ein Bild, das vor dem Aufhängen im neuen Museum 2 Tage lang im Offen Cabrio gelegen hat. Bei Wolkenbruch. Das niemand klauen würde, außer einem Farbenblinden, dem man den Motorradhelm falsch aufgesetzt hat. Obwohl... solche Bilder hängen da ja schon. Sorry for that. Wäre 2020 eine Twitter-Nachricht, wäre sie von Donald Trump. Wäre es ein Kleidungsstück, dann sehe es sicher so aus wie die Anzüge von Michel Jakob. So ungefähr müsste man das Jahr 2020 beschreiben, wenn man rein sachlich bleibt und faktenbasiert argumentiert. Was ist denn das für ein Text? Fragte mich meine Frau, als sie das bis dahin Geschriebene gelesen hat. Voll Depri und dieser Tonfall zum Erbrechen larmoyant, hat sie gesagt. So ist meine Frau. Wenn ihr was nicht gefällt, benutzt die Fremdwörter. Ich habe das danach heimlich gegoogelt, habe es nicht so ganz kapiert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, heißt larmoyant ungefähr so viel wie Mimimi. Und vielleicht hat sie recht. Vielleicht braucht es auch einfach nur eine finale Umdeutung, um das Jahr noch ein bisschen positiv erscheinen zu lassen. Ich meine, es ist nicht zu spät. Immerhin 3 Tage bleiben uns noch, um Argumente zu sammeln, damit wir an Silvester, wenn wir dann im engsten Familienkreis mit gummibehandschuhten Fingern unser mit Desinfektionsmittel gefülltes Glas erheben und auf das vergangene Jahr anstoßen, wenn wir dann sagen können, das hätte noch viel, viel schlimmer kommen können. Immerhin, der 1. FC Nürnberg ist nicht abgestiegen. Es war knapp, aber hey. Es war sogar so knapp, dass die Spieler des Vereins das noch gar nicht gemerkt haben und seitdem trotzdem wie Drittligisten spielen.
Der Christkindlesmarkt hat nicht stattgefunden. Das ist zwar schade für die Bratwurstindustrie, aber wenigstens ein einziges Mal im Leben, im Winter, von der Lorenzkirche zum Bahnhof laufen, ohne in die Hinterlassenschaften derer zu latschen, die um die halbe Welt geflogen sind, um wenigstens einmal voll original auf Glühwein zu kotzen. Okay, wir haben in diesem Jahr viel Müll gehört. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Jana aus Kassel. Aber auch das hätte schlimmer kommen können, denn immerhin haben wir schon sehr, sehr lange nichts mehr von Lothar Matthäus gehört. Vielleicht müssen wir uns angewöhnen, die Welt einfach so zu sehen. Vielleicht müssen wir für die kleinen Dinge dankbar sein und trotzdem hoffen, dass 2021 irgendwie bitte besser wird. Passt auf euch auf. Ja, so ungefähr war es, oder? Ja. Und das mit dem Anzug kann niemand besser illustrieren als Michel Jakob, der jetzt den nächsten Text lesen wird. Ja, ich hab mir dieses Jahr keine neuen Anzüge gekauft, glaube ich. Das sagt schon viel aus, ne? Also im Prinzip hat das Jahr an sich gereicht, dass ich gar keine Anzüge mehr gebraucht habe, um meine Tristesse auszudrücken. Ich glaube aber auch, dass dein Anzughersteller pleite gemacht hat und wir wissen warum. Ja, das kann sein. Ja, Hashtag Konsumverzicht. Ja, ich habe es ja vorhin schon angedroht, ich habe heute 2 Kapitel aus meinem Beziehungsroman Schatz und ich dabei. Und das Kapitel folgt knapp nach dem von eben. Es heißt, morgen stehst du auf. Morgen stehst du auf, sagt Schatz. Und ganz deutlich höre ich, dass sie den Satz mit 3 Ausrufezeichen spricht. Das heißt, ich habe keine Wahl. Ein Ausrufezeichen bedeutet, dass Schatz es ernst meint. Ich aber noch eine kleine Gelegenheit habe, es argumentativ zu verhindern. 2 Ausrufezeichen bedeuten, ich habe keine Chance. 3 Ausrufezeichen lassen nicht einmal eine weitere Diskussion zu. 4 Ausrufezeichen hat Schatz noch nie benötigt, da bereits mit 3 die Endgültigkeit einer Aufforderung unverrückbar feststeht. Statt Ja, Schatz zu antworten, die einzige richtige Antwort auf eine Aussage mit 3 Ausrufezeichen, außer sie ist für Neinen gemeint, dann natürlich Nein, Schatz, wage ich etwas anderes zu erwidern. Aber Schatz, ich stehe doch jeden Tag auf. Der Point of No Return im beziehungstechnischen Fiasko lostreten ist damit erreicht. Ich wollte mich lediglich rückversichern, was Schatz mit ihrer Aufforderung meint. Für sie jedoch war der Subtext in der Betonung versteckt. Sie wollte damit unterstreichen, dass sie seit der Geburt unseres Kindes jeden Morgen aufgestanden sei, es gestillt, gewickelt, gefüttert, gespaßt, herumgetragen, ad infinitum habe und es nun an der Zeit sei, dass ich ebenfalls mein Quäntchen elterliche Pflicht mit einbringe. Man beachte, dass der Vorwurfsmonolog 48 Minuten dauerte, jedoch aufgrund fehlender inhaltlicher Variation stark verkürzt wiedergegeben wird. Schatz ist in Rage, was konträr zu ihrem angeblichen Schlafmangel steht, den sie auch nur habe, weil ich jeden Morgen ausschlafen könne. Aber Schatz, frage ich, wie hätte ich denn stillen sollen? Es folgt eine Explosion, die 8-mal stärker ist als die Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Danach folgt nuklearer Regen in Form eines Tränenausbruchs. Du könntest mich wenigstens ein bisschen unterstützen, heult Schatz. Würde ich ja gerne, entgegne ich. Aber du hörst das Schreien doch meist vor mir, wenn du eh schon wach bist. Außerdem arbeite ich abends und deswegen ist mein Schlafrhythmus... Und was ist mit meinem Schlafrhythmus? Unterbricht mich Schatz. Ich habe keinen mehr, weil ich seit Monaten nicht mehr ausschlafen durfte. Da Schatz erstmals in ihrem Leben 4 Ausrufezeichen verwendet, beschließe ich aus Angst um mein Leben und oder meine Fortpflanzungsorgane Ja, Schatz zu sagen und mit Morgen stehe ich auf zu vervollständigen. Vorsichtshalber füge ich noch, ich liebe dich, hast du abgenommen und Hashtag neue Schuhe mit an, was Schatz üblicherweise besänftigt. Am Abend geht Schatz wie üblich um kurz vor 12 ins Bett, kurz nachdem ich von der Arbeit heimgekommen bin. Ich bin munter und aufgedreht wie immer, versuche aber zeitig ins Bett zu kommen, weil um 6 Uhr wohl ein hungriges Maul schreien wird. Nachdem ich über 1 Stunde wach im Bett liege, beschließe ich, Hypnos und Morpheus ein bisschen zu unterstützen. Ich stehe auf, trinke eine Tasse Baldrian-Tee und lege mich wieder hin. Klappt nicht. Stehe erneut auf, bereite mir eine 2. Tasse zu und trinke zudem noch eine Flasche warmes Bier. Lege mich wieder hin. Klappt nicht. Beschließe, dass die griechischen Götter des Schlafes und der Träume auch nicht mehr das sind, was sie einmal waren, und schaue Sandmännchen auf YouTube. Nach 1 Stunde schalte ich ab und lege mich wieder ins Bett. Fühle mich tatsächlich ein wenig schläfrig. Ich bin hundemüde und könnte super schlafen, wenn ich nicht einen Scheiß-Ohrwurm vom Sandmann-Lied hätte. Sandmann, lieber Sandmann. Ja, stehe ein weiteres Mal auf, erwärme eine Flasche Bier in der Mikrowelle auf 40 Grad, kippe sie auf Ex mit einer Schlaftablette und schalte kurz das Radio ein, um den Ohrwurm zu vertreiben. Klappt super,
es läuft gerade atemlos durch die Nacht, hab jetzt einen neuen Ohrwurm und trinke noch ein kühles Bier hinterher, weil mir von dem warmen und Helene Fischer schlecht wurde. Lege mich wieder hin. Das Einschlafen klappt immer noch nicht. Wecke Schatz um 2:50 Uhr auf und sage ihr, dass ich nicht schlafen kann. 5 Sekunden später schlagen weltweit alle Seismographen aus. Schatz ist stinksauer, schimpft mich und dreht sich weg, um weiter zu schlafen. Durch die Standpauke bin ich noch aufgedrehter und auch ein bisschen sauer, weswegen ich ein weiteres Bier trinke. Lege mich gegen 3:15 Uhr wieder hin, Schatz schnarcht. Beschließe sie nochmals aufzuwecken, um ihr zu sagen, dass sie schnarche, traue mich aber nicht. Steigere mich in diese verfahrene Situation so lange hinein, bis ich wütend genug werde, sie doch aufzuwecken. Schlafe jedoch dabei ein. Wache um 4:05 Uhr auf, weil ich tierisch pinkeln muss. Stehe auf und merke, dass ich ein bisschen betrunken bin. Remple beim Händewaschen den Porzellanzahnputzbecher von der Ablage, sammle die Scherben auf, als plötzlich ein riesiger Schatten sich über mich legt. Schatz steht über mir und schimpft. Machst du jetzt absichtlich Lärm, damit ich auch nicht schlafen kann? Obwohl es eine Frage ist, spricht Schatz sie mit 4 Ausrufezeichen aus. Ich verspreche klein laut leise zu sein, trinke noch ein Bier und traue mich nicht mehr ins Schlafzimmer, weil aus diesem ein starker Rauch des Zorns wabert. Lege mich in die Küche und schlafe auf der Eckbank ein. Schatz weckt mich um 6:10 Uhr. Das Kind schreit. Würdest du dich bitte darum kümmern? Dann stopft sie sich demonstrativ Oropax in die Ohren, legt einen Baulärmschutzkopfhörer darüber und verschwindet wieder im Schlafzimmer. Ich quäle mich von der Eckbank hoch und meine Kreuzschmerzen sind eine glatte 19 auf der von 1 bis 10 reichenden Kreuzschmerzskala. Hole das Kind, während Schatz schon wieder schnarcht, setze es in den Maxikose und nehme es mit in die Küche. Stelle Breipulver und Instant-Kaffee auf die Anrichte und bereite beides zu. Mir tut alles weh und meine Augenringe hängen durch die Erde hindurch und diene den Kängurus in Australien somit als Zweitbeutel. Füttere das Kind, wickle es, trinke dann meinen extra starken Kaffee. Schmeckt extra stark nach Bananenbrei. Scheiße, habe das Kind mit Instant-Kaffeepulver gefüttert. Wecke Schatz auf, um ihr meinen Fehler zu berichten. Löse damit die schwerste Beziehungskrise aus, seit der Mensch den aufrechten Gang erlernt hat. Diese dauert von 6:24 Uhr bis 23:43 Uhr am selben Abend. Das Kind hat den gesamten Tag damit verbracht, sehr schnell zu krabbeln, Schubladen und Regale auszuräumen, komische Bewegungen zu machen, mit großen Augen sich hektisch überall umzusehen und Durchfall zu haben. Als es endlich schläft, sagt Schatz, morgen stehe ich wieder auf, dadurch habe ich deutlich mehr Schlaf. Ich stimme Schatz zu und schlafe sofort ein. Habe mir eine Schüssel Gute-Nacht-Brei gemacht. Ich bin irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und Tatsache, es wirkt, ich schlafe wie ein Baby. Das war's von mir, das war's auch schon allgemein mit den Texten. Das war's eigentlich auch allgemein jetzt schon mit der Lesebühne, ne? So ein bisschen gelesen gelesen haben wir. Erste Online-Ausgabe geht hiermit zu Ende und traditionell geht sie zu Ende mit dem Rausschmeißer-Song von Gimmick. Den machen wir auch hier virtuell. Danke fürs Zuschauen. Gerne den Link teilen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, den Link teilen mit Leuten, die ihr nicht mögt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich 2021 wieder live. Und wenn es im Sommer als Open Air ist, wir arbeiten dran. Euch alles Gute, guten Rutsch und bis bald. In den Hütten, auf den Seen, wo dein Herz hängt, hey ho, da lass es gehen, über Wolken, ein ins All, lass uns aufwärts fallen. Hört ihr Blinden, Taube seht, für was Neues ist es nie zu spät. Wie ein Dieb kommt in der Nacht, hast du dein Licht mitgebracht. Meine Güte, sind wir groß, sehen uns beim Trauerweidenwald im Moos.
unsere Liebe eine Wahl, der Himmel weit. In den Hütten, auf den Seen, wo dein Herz hängt, hey ho, lass es gehen, über Wolken, ein ins All, lass uns aufwärts fallen. Alles gut.